Ja, hier kommt ja nun der finale Gleisplan zu unserer neuen digitalen H0-Modelleisenbahn. Auf der knapp 6 Quadratmeter großen L-förmigen H0-Anlage haben wir nahezu 90 Meter Gleise und mehr als 40 Weichen auf insgesamt 4 Ebenen untergebracht. Neben einem großen Durchgangsbahnhof haben wir ein kleines Diesel-BW, eine Güterverladung, einen Gewerbeabzweig zu einem Sägewerk, 2 Paradestrecken sowie 2 Schattenbahnhöfe für Zugbetrieb mit mehr als 20 Zuggarnituren geplant. Ihr seid neugierig, was wir da gemacht haben und wie wir das gemacht haben? Dann bleibt dran, nach dem Intro, da machen wir weiter. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, nach der Konzeptpräsentation gab es ja noch so einiges an unserem Gleisplan zu tun, wie das Betriebswerk zu planen oder aber auch den Gewerbeabzweig zu optimieren. Daher freue ich mich besonders, dass wir euch hier und heute den finalen Gleisplan für unsere neue Modellbahnanlage vorstellen können. Als kleine Zugabe machen wir zum Ende des Videos noch eine virtuelle Rundfahrt über die Anlage. Ja, nochmal einmal kurz als Rückblende, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Also wir haben eine komplett neu erstellte Märklin C-Gleis-L-Anlage mit rund 87 Meter Gleislänge und 40 Weichen auf knapp 6 Quadratmeter und 4 Ebenen erstellt. Dazu gehört ein mittelgroßer, fünfgleisiger Hauptbahnhof mit maximalen Zug- und Bahnsteinlängen von ca. 1,45, eine großzügige zweigleisige Paradestrecke, eine lange eingleisige Paradestrecke, Abstellmöglichkeiten für 15 bis 20 Zuggarnituren in den beiden Schattenbahnhöfen, eine Gewerbeanbindung, also ein kleines Sägewerk und Güterverladung und ein kleines Diesellokomotivenbetriebswerk. So, ja, für die Details, da schauen wir uns jetzt gleich mal live im Windtrek an, was wir da gemacht haben. Also wir verwenden hier das Windtrek in der Version 16.04, nur zur Info, und dann gehen wir einfach jetzt mal live ins System. So, und im Windtrek selber hier, da würde ich ganz gerne mit euch so die einzelnen Bereiche, die wir da geplant haben, durchsprechen, nämlich den Bereich Bahnhof, das Betriebswerk, die Güterverladung, das Sägewerk, natürlich die Paradestrecken sowie auch dann zum Schluss die beiden Schattenbahnhöfe. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier einfach mal mit dem Bahnhof entsprechend an. Also, wir haben hier die Anlage, könnt ihr jetzt sehen, ne, das ist eingeblendet. Nach oben ist eine Südausrichtung, rechts haben wir Westen, unten ist Norden und links ist Osten. Das heißt, der Bahnhof ist im oberen südlichen Bereich der Anlage angeordnet, und dieser Bahnhof ist viergleisig plus ein Stumpfgleis, was wir hier ganz oben sehen. Und die 4 Bahnhofsgleise haben eine maximale Zuglänge von 1,45 Meter. Das Stumpfgleis hier oben, das ist ja etwas für kürzere Triebwagengarnituren, wie zum Beispiel ein VT 95 oder aber auch ein VT 98 vorgesehen. Und mit diesen Garnituren soll eigentlich nur ein Pendelverkehr hier auf der eingleisigen Strecke gemacht werden. Heißt also, man pendelt zwischen Schattenbahnhof und dem Hauptbahnhof. Wenn wir jetzt hier das nächste Gleis uns anschauen, das ist das Bahnsteiggleis direkt am Gebäude. Das hat eine Richtungsvorgabe und kann nur von West nach Ost entsprechend durchfahren oder auch angefahren werden. Darunter liegt jetzt hier das Durchfahrtsgleis. Dieses Durchfahrtsgleis kann beidseitig befahren werden, also aus beiden Richtungen, aus Westen sowie aus Osten. Und dann haben wir hier unten die beiden Gleise, die hier noch sind. Das sind die beiden Bahnsteiggleise am Mittelbahnsteig. Und bei diesen beiden Bahnsteiggleisen haben wir das obere, das hier in beide Richtungen befahrbar ist. Das heißt also, sowohl aus Westen sowie aus Osten kann das befahren werden, während das untere hier nur aus der Richtung Osten befahren werden kann und von Westen her eigentlich eher nicht. Man kann zwar reinfahren, aber man kommt hier hinten auf die Hauptstrecke nicht raus. Das Ganze würde Sinn machen, wenn man zum Beispiel in Richtung Betriebswerk fahren will oder aber auch in Richtung Sägewerk und so weiter. Dann kann man das entsprechend auch aus der Westseite befahren. Aber wie gesagt, ein Durchgang auf der Hauptstrecke wäre dann erstmal nicht möglich.
So, was wir dann hier an der Westausfahrt noch sehen, ist hier ein kleines Ausziehgleis, während hier an der östlichen Ausfahrt, hier ist ja auch ein Reiterstellwerk, was man im 3D nachher etwas besser sieht, ähm, da haben wir hier noch einen kleinen Bereich, wo wir Ausziehgleise oder Abstellmöglichkeiten haben. Die sind jetzt hier quasi schon als Betriebswerk gekennzeichnet in der Farbe Blau. Also alles das, was Bahnhof ist, ist grau. In der Farbe Blau, Bleu ist hier, sage ich mal, entsprechend das Betriebswerk gekennzeichnet. Ja, das Betriebswerk ist eher so im mittleren Teil der Gesamtanlage vorzufinden. Wenn man jetzt mal hier von dem östlichen Bereich, den wir gerade kurz genannt haben, mal absieht, der hier am Reiterstellwerk ist, befindet sich das Betriebswerk eigentlich mehr im westlichen Bereich der Anlage. Hier befinden sich also Abstellmöglichkeiten für Lokomotiven. Hier ist etwas mit einem Schuppen vorgesehen, beziehungsweise das ist hier oben. Hier haben wir der Zwischenraum hier ist für eine Tankstelle vorgesehen. Das heißt, wir können hier Tankwagen abstellen. Hier unten können Diesellokomotiven entsprechend betankt werden. Dann haben wir hier zwei Abstellmöglichkeiten, die mit einem Schuppen nachher vorgesehen sind. Und hier unten gibt es noch einen Abstellbereich, zum Beispiel für Dieseltriebwagen, wo man, sage ich mal, entsprechend die zwischenparken kann. Ja, so der nordöstliche Bereich, den wir hier jetzt sehen, der ist zwar auch als BW gekennzeichnet, ist aber hier in dem Bereich eigentlich als Güterverladung mehr geplant. Das heißt also, wir haben hier einen Schuppen dazwischen und hier auf dieser Seite wird es noch eine Rampe geben, die dann auch eine Straßenanbindung hat. Wie gesagt, ich mache noch mal ein Video zum ganzen Thema Ausgestaltung der Anlage, wo man nachher auch wirklich Straßen, Gebäude und so weiter sieht. Das würde jetzt hier im ersten Schuss jetzt erstmal vielleicht zu weit führen, mache ich aber gerne noch mal ein weiteres Video zu, wo man das dann sich ganz genau anschauen kann. Die Anbindung an die Hauptstrecke hier aus dem BW oder auch aus dem Güterverladebereich, wenn man in Richtung Westen möchte, ist das direkt gegeben. Ne? Da kommt man hier oben rum raus, kann hier direkt auf die Hauptstrecke fahren. In Richtung Osten muss man hier erst eine Rangierfahrt machen, ein wenig in das Hauptgleis hinein, um dann hier wieder zurückzufahren in den Bahnhof und hat dann hier die Möglichkeit, entsprechend auch nach Osten hin aus dem Bahnhof herauszufahren. Eine Alternative wäre dazu, eine Rangierfahrt hier in Richtung Westen zu machen und dann hier wieder zurück in Richtung Bahnhof und dann hier auch in eins der normalen Ausfahrgleise entsprechend reinzukommen. Heißt also, wir haben eine Möglichkeit nach Osten, ist auch gegeben, allerdings nur mit Rangierfahrt. Ja, hier als violett gekennzeichnet sieht man den hier im nordöstlichen Bereich angesiedelte Abzweig zum Sägewerk. Wir haben hier einen Höhenunterschied von 5 Zentimetern drin. Das heißt, der Bahnhofsbereich ist hier auf der Höhe 240. Das Sägewerk nachher hier unten oder beziehungsweise hier oben liegt auf der Höhe 290. Das hat noch den Vorteil, dass es hier auch die abschüssige Strecke, die Paradestrecke, die nachher hier im Tunnel verschwindet, noch etwas verdeckt. Aber grundsätzlich ist hier, wie gesagt, hier oben das Sägewerk angeordnet. Hier gibt es noch einen kleinen Bereich, wo man noch zum Beispiel einen kurzen Ausziehbereich für eine Lokomotive oder aber auch um entsprechend einen Waggon oder ähnliches abzustellen. Ja, und damit sind wir dann auch schon an der östlichen Bahnhofsausfahrt, beziehungsweise wir fangen einfach mit der östlichen Bahnhofsausfahrt an. Das ist die zweigleisige Strecke, die zweigleisige Paradestrecke quasi. Wie gesagt, führt hier raus, verläuft dann hier in Richtung Norden, ist abschüssig hier, hat dann insgesamt bis auf das Level des Schattenbahnhofs ein Gefälle von circa 2%. Und wie gesagt, hatte ich gerade schon mal erwähnt, durch das Gefälle hier wird das hier in dem Bereich, bevor es in den Tunnel hineingeht, noch etwas hier von dem Sägewerk etwas verdeckt. Das heißt also, man hat hier nicht unbedingt immer nur, wenn man in den Tunnel hineinfährt und kommt hier hinten raus, dass man hier noch den Rest vom Zug nachher am Ende des Tages sieht. Das können wir damit so ein bisschen kaschieren. Heißt aber, wir gehen hier in den Berg hinein und verlaufen hier in einem relativ engen 90-Grad-Bogen erst einmal, kommen dann in Richtung Westen wieder aus dem Tunnel heraus und verlaufen dann in einer etwas offeneren S-Kurve über die eingleisige Paradestrecke dann in Richtung Westen, wo wir also letztendlich dann hier auch wieder in einem Tunnel verschwinden und in Richtung des Schattenbahnhofs entsprechend weiter der Gleisverlauf ist.
So, wenn wir uns jetzt die Westausfahrt des Bahnhofs anschauen, das ist das, was hier in Orange gekennzeichnet ist, da sind wir dann auf der eingleisigen Paradestrecke. Da bewegen wir uns also hier in einer Linkskurve, 90 Grad, fahren eigentlich quasi aus der Westrichtung zurück in die Ostrichtung. Auch hier Steigung. Der Steigungsverlauf hatte ich ja beim letzten Video schon mal angesprochen. Der ist hier relativ heftig. Der ist bei 5%. Fahren hier also weiter und kommen unterhalb der zweigleisigen Paradestrecke. Gehen wir hier also in ein Tunnelportal und befinden uns dann quasi auf der Ebene 0 am entsprechenden Schattenbahnhof für die eingleisige Paradestrecke. So, für den Schattenbahnhof, da fangen wir jetzt auch einfach mal mit der zweigleisigen an. Da blende ich jetzt mal eben die einzelnen Strecken aus, damit man es etwas besser sehen kann. So machen wir das, zack. Achso, jetzt muss ich die Ebene 14 noch ausblenden, zack. So, also wir sehen jetzt hier waren wir schon gerade, das ist die zweigleisige Paradestrecke, die hört hier im westlichen Bereich auf. Dann blende ich die hier jetzt auch mal auf, dann sehen wir hier nämlich etwas mehr. So, das heißt also, wir fahren hier wunderbar auch in einem 90-Grad-Bogen hier im westlichen Anlagenteil in den Schattenbahnhof hinein und kommen dann quasi, fahren dann hier Richtung Osten und kommen hier in den ersten Speicherbereich quasi, der hier mit 3 parallelen Gleisen oder der sich aus 3 parallelen Gleisen zusammensetzt. Hier im Anlageneck, im Südosteck, wird entsprechend, fahren wir dreigleisig parallel einen 90-Grad-Bogen und fahren dann hier in Richtung Norden weiter. Und um hier dann im nördlichen Bereich dann quasi wieder zusammenzukommen und hier eine Kehre quasi zu machen, die sich dann hier wieder in 3 Gleise auffächert und diese 3 Gleise dann quasi zurück in westliche Richtung führen, wieder zurück zur zweigleisigen Hauptstrecke. Die Gleislängen, die wir hier zum Beispiel im Speicherbereich 1 haben, die liegen bei bis zu 440 Zentimeter, heißt also 4,40 Meter. Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben Züge, die irgendwie vielleicht maximal 1 Meter lang sind, dann kann man sagen, kriegt man da pro Gleis vielleicht 4 Zuggarnituren unter. Wenn die Züge länger werden, 1,40, 1,80 und so weiter, dann entsprechend weniger. Aber wie gesagt, maximal pro Gleis hier im Speicherbereich 1, würde ich mal sagen, sind es maximal 4 Zuggarnituren. Und wenn wir hier in den Speicherbereich 2 schauen, hier haben wir Gleislängen, die maximal 1,98 sind. Heißt also, hier reden wir davon, dass wir 1 bis maximal 2 Garnituren entsprechend unterbringen können. So, wenn wir uns jetzt den Schattenbahnhof der Ebene 0 anschauen wollen, dann machen wir das mal einmal eben. Da blende ich jetzt einmal auch noch mal ein, wo wir denn hineinkommen. Das heißt also, wir sehen, hier kommt die Paradestrecke rein, hier unten im nordöstlichen Bereich. Wie gesagt, wir kommen von hier oben. Hier fängt der Schattenbahnhof an und jetzt blende ich die Ebene 12 erstmal wieder aus und wir gucken uns rein den Schattenbahnhof entsprechend an. Das heißt also, wir kommen hier rein im Nordbereich, das heißt, wir sind Richtung Norden unterwegs. Wir machen hier auch einen 180-Grad-Bogen in dem Moment und teilen uns hier quasi dann auf und haben auch hier 3 Gleise, also 3 parallele Gleise, die aber auch hier dann Richtungsgleise sind. Das ist also hier dann entsprechend, dass wir hier definitiv richtungsgebunden sind, um hier hinterher wieder in die Kehrschleife zu kommen. Und diese 3 parallelen Gleise, die haben jetzt hier eine maximale Gleislänge von bis zu 5,40 Meter. Und wie gesagt, wir sind richtungsbeschränkt. Wir können hier von Nord nach Süd, beziehungsweise hier von der Kurve aus dann von Ost nach West entsprechend fahren. In diesem Gleisbereich würde ich sagen, können wir bei den 5,40 Meter maximal 5, ich würde es eher bei 4 belassen, Zuggarnituren entsprechend hintereinander abstellen. Da kommt dann doch schon so einiges zusammen.
Ja, weiter haben wir hier neben diesen 3 Gleisen, über die ich gerade gesprochen habe, hier noch ein viertes Gleis, was hier quasi parallel verläuft. Von diesem Gleis gehen wir dann aber ab und haben dann hier die entsprechenden Stumpfgleise. Ne, da heißt das, wir haben hier 2 Stumpfgleise und wenn wir hier im weiteren Verlauf sind, haben wir hier auf dieser Seite von Ost nach West auch nochmal 2 Stumpfgleise. Die Stumpfgleise haben eine Länge von ca. 72 Zentimeter bis zu, ich glaube, was habe ich mir aufgeschrieben, 1,40 Meter sind es am Ende des Tages. Das heißt, wir können hier auch nochmal rund 4 Zuggarnituren entsprechend unterbringen. Und hier sind wir dann auch im Zweirichtungsverkehr unterwegs. Das heißt also, ich kann hier rum wieder rausfahren oder ich kann auch hier rum entsprechend rausfahren und komme dann hier wieder zurück zu meiner Paradestrecke. Ansonsten, wie gesagt, ist das Richtungsgleis, das Gleis 4, ab hier wird es dann quasi ein Richtungsgleis, dass wir nur noch in eine Richtung, nämlich von Ost nach Süd fahren können. Wir kommen hier im westlichen Bereich wieder zusammen und machen dann quasi hier eine Kehrschleife, die uns dann hier auch über diesen Weg wieder zurück in Richtung der Paradestrecke, also ans Tageslicht führt. Ja, so, das war quasi die Planungsübersicht unseres Gleisplanes auf allen 4 Ebenen. Wie schon angedeutet, habe ich jetzt noch für euch eine knapp 4-minütige virtuelle Rundfahrt über die Anlage für euch vorbereitet. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch fürs Zuschauen erstmal danken und lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Gerne schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr von dem Gleisplan haltet. Das würde mich auch super freuen. Gerne dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren und sofern ihr die Glocke drückt, verpasst ihr auch nichts, was wir hier auf dem Kanal machen. Und damit gehen wir auf die virtuelle Reise auf unserer neuen H0 Modelleisenbahn. Viel Spaß dabei und ich sage ja schon mal Tschüss und danke fürs Zuschauen.